Los geht's. Was denn? Frühstück. Wir haben jetzt gerade für ein paar Sandwiches und jeder einen Kaffee oder einen Kakao 100 € fast bezahlt. Es regnet nicht. Oh. Cool. Oh Mann, ey. Und da ist so eine Welt für sich. Stockholm ist die Hauptstadt von Schweden und hat knapp unter 1 Million Einwohner, ist damit die größte Stadt Skandinaviens. Insgesamt ist Stockholm über 14 Inseln verteilt. Wir konzentrieren uns auf die Inseln Stadsholm, wo die Gamlastan, also die Altstadt und das Königsschloss ist, Djurgården mit etlichen Museen und dem großen Skansenpark und Östermalm mit dem modernen Stadtzentrum und der Tunnelbana, also U-Bahn. Unser Wohnmobil steht auf einem Stellplatz auf der kleinen Insel Långholm, ca. 3 Kilometer von der Altstadt entfernt. Wir haben uns für die gesamten 3 Tage für die Nutzung des Citypasses von GoCity entschieden, mit dem wir freien Eintritt in etliche Museen haben, sowie die Hop-on, Hop-off-Busse und Boote von Strömmer nutzen können. Später zeige ich euch, was wir bezahlt haben und ob es sich gelohnt hat. Wir werden uns also die nächsten 3 Tage ausschließlich zu Fuß bzw. mit Bus und Bahn fortbewegen. Und wir haben einiges vor. Wir möchten das gesunkene Schiff Vasa sehen und ins Wikingermuseum, durch die Altstadt schlendern, in Schwedens Popgeschichte eintauchen, uns die Geschichte von Skandinavien ansehen, den Wachwechsel am Königsschloss verfolgen, Stockholm vom Wasser aus erleben und das moderne Stockholm kennenlernen. Außerdem wollen wir im riesigen Freilichtmuseum eine Zeitreise in die Vergangenheit machen und zusehen, wie das Leben in Schweden früher war. Hier unter der Brücke haben wir noch ein freies Plätzchen gefunden. Das ist ein offizieller Stellplatz, der aber komplett ausgebucht ist. Wir haben die ersten Wikinger gesehen. Da ist Stockholm. Da ist unser Weg. Ja, Jetzt machen wir Sightseeing ohne Sightseeing. Weil wir sehen nämlich gar nichts. hier Leider aus dem nicht. Fenster. Nicht viel. Dabei sein ist alles. genau. Erster Stopp, Vasa-Museum. Nichts mit dem Knäckebrot zu tun, sondern mit diesem alten Schiff. Die Vasa war im 17. Jahrhundert nach ihrer Fertigstellung der ganze Stolz der schwedischen Flotte. Leider sank das Schiff schon bei der Jungfernfahrt nach nur 1300 Metern, weil der Schwerpunkt durch die vielen schweren Kanonen viel zu hoch war. Nach
Nach jahrelangen Arbeiten konnte das Schiff in einem sehr guten Zustand geborgen werden. Es wurde durch das extrem schwefelhaltige Wasser in Stockholm sehr gut konserviert, über 300 Jahre lang. Die Bergung in den 50er und 60er Jahren war sehr aufwendig und musste in mehreren Etappen durchgeführt werden. So, das war das Vasa-Museum. Check, den haben wir. Und jetzt geht es direkt weiter zum Wikinger-Museum. Können wir zu Fuß hinlaufen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an und dann gucken wir, dass wir mal wieder so eine Hop-on, Hop-off-Tour zur nächsten Sehenswürdigkeit bekommen. Wir haben uns übrigens hier mit so coolen Ponchos gerade ausgestattet. Der Regen kann uns jetzt mal. Das Viking-Museum ist das einzige Erlebnismuseum in Schweden, das sich ausschließlich mit der Geschichte der Wikinger beschäftigt. Auch hier ist wieder alles offen und zum Anfassen. Hier wird die Geschichte von Ragnar Lodbrok erzählt. Jetzt geht's runter zur Abenteuerfahrt The Viking Adventure Ride. Wir begeben uns auf eine Reise durch das Europa der Wikingerzeit. Den hatte ich von meinen Vorvätern geerbt. Sie segelten über das Meer und entlang der Flüsse. Jetzt geht's mit dem Hop-on, Hop-off-Bus wieder zurück in die Altstadt. Mitten in der Altstadt haben wir dieses kleine Café für uns entdeckt. Hier stehen aber nirgendwo Preise. Das kostet 13 €. Wir haben jetzt gerade für ein paar Sandwiches, jeder einen Kaffee oder Kakao, 100 € fast bezahlt. Oh Mann, ey. Die Gamla Stan, also die Altstadt von Stockholm, war ehemals das ganze Stockholm und besticht durch die alten Häuser mit ihren tollen Fassaden und die engen Gassen mit unzähligen Souvenirgeschäften und Boutiquen. Ja. Irgendwo in diesem Museum gibt es ein Buch, das Rudyard Kipling geschrieben hat. Er bekam 1907 den Nobelpreis für Literatur. Über den sprecht ihr bestimmt auch, dann kennst du den schon. Wie heißt das Buch? Mio mein Mio, das Dschungelbuch, Früchte des Zorns. Also Mio mein Mio kann es nicht sein. Das finden wir jetzt heraus. Im Nobelpreismuseum erfährt man alles über die Preisträger und deren Erfindung seit 1901. Die Kinder können sich an der Information Aufgaben und spannende Rätsel zum Lösen holen.